Buongiorno tutti. Wir mal wieder. Ja, heute am dritten Tag geht's. Na, ins Kolosseum. Ja, Ja, so hatten wir uns hatten das wir wenigstens gedacht. gedacht. Ja, der Tag war nicht so wettertechnisch so berühmt, aber wir haben gesagt, ja, jetzt sind wir einmal hier und da müssen wir dann durch. War ein Schauer gemeldet. Genau. Ja, dann auf zum, ja, wieder Shuttlebus, Zug, Ja, Bus zum Kolosseum kamen wir dann Kolosseum. an und ja, nee, heute leider keine Karten mehr verfügbar. Ja, Ja, da stehen zig Leute rum, die sprechen sehr gut Englisch, sind sehr freundlich, sehen auch sehr seriös aus, sind sie mit Sicherheit auch. ja, die sind von der Touristeninformation. Ja, Ja, einer hatte mir erklärt, hör mal hier die App kannst du dir einscannen und dann, also den QR-Code, dann kommst du auf die App und kannst dann buchen. Ja, und eine ältere Dame, die dann auch in auch der von Nähe der stand, Touristik. genau, die sagte, ja, nee, heute nicht und morgen Morgen nicht und nicht, also übermorgen eigentlich die, ist, die Woche nicht und ist eigentlich vorläufig alles gar nicht. ausgebucht. Ja. Man könnte wohl geführte Touren Jetzt mitmachen, gleich für eine ne? Tour Ja, 40 Euro Euro für pro 2 Stunden. Person, 2 Stunden in Deutsch, alles gut erklärt und interessant. Ja. Und ja, die Karten im Internet Das sollten war uns aber zu viel. Wir sollten Ja, 16 oder 18, ich weiß es gar nicht genau, mehr, der normale Euro Eintritt kosten. kostet, glaube ich, 16 Euro, ja. Und ja, die habe ich dann gebucht für den nächsten Tag. Das ging nämlich. Es ging Es nämlich doch. es werden immer Zeitfenster, nicht Zeitfenster, sondern Zeiten angeboten, an denen man den Eintritt beginnen kann. Genau. Der Austritt ist offen. Also wenn man einmal drin ist, ist es egal wie lange. Ne? Ja, wir haben dann für mittags praktisch den Eintritt gebucht. Ja. Dann sollte man per E-Mail die Eintrittskarten bekommen. Habe ich aber leider nicht bekommen. Bin dann aber mit meinem Bezahlnachweis auf dem Handy am nächsten Tag da zum Ticketschalter. Der ist gegenüber diesen Eingängen hingegangen. So, und die Dame hat sich das auf meinem Handy angesehen, hat da die Bezahlnummer irgendwo eingetippt und ich kriegte dann die 2 Tickets in die Hand gedrückt und wir konnten reinmarschieren. Also das war dann relativ einfach. Ansonsten ist es ein bisschen kompliziert. Ja, an dem Tag waren wir erst enttäuscht, aber dann hat es auch geregnet und da dachten wir, naja, das ist vielleicht auch nicht so toll, im Kolosseum rumzulaufen. Was sieht man da? Man ist doch mit Regenschirmen irgendwo dann auch eingeschränkt in der Sicht. Ja, wir sind zum nächsten Petersdom, genau. Bushaltestelle Ja, und und haben dann- gesagt, komm, dann gehen wir eben zum Petersdom. Was Ja. nicht ist, das kann noch werden. Also wir machen Genau. das schon. Ja. Es regnete und es war eine Schlange vor dem Petersdom. Das war Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe gedacht, das dauert 3, 4 Stunden. Ja, wie lange haben wir denn gestanden? Ja, also ich würde sagen, 3/4, aber doch. ja, eine halbe bis 3/4. Es ging auch wieder relativ zügig. Also angesichts der Länge habe ich Der mit Schla- doppelter, mindestens Genau. doppelter Zeit Ja. gerechnet. Dann kommen vor dem Petersdom nochmal Sicherheitsschleusen. Da teilt sich das dann nochmal auf und Ja. dann geht es eigentlich relativ flott rein. Und wenn man drin ist, merkt dann man ist die man- Menschenmasse gar nicht mehr, denn in Ja. den Dom würden 20.000 Leute reinpassen. So viele sind da nicht drin. Nein, aber es war für mich ein totaler Flash. Ja, also So hoch, so riesig Ja. habe ich noch nie eine Kirche, eine Basilika, ist einen ja auch die Dom größte oder der irgendwas. Welt. Also sowas, also ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Mhm. Also Kunst ohne Ende. Wie gesagt, in dem Buch kam auch was davon vor, weil Michelangelo ja eigentlich Bildhauer war. Und da ist auch das eine oder andere zu sehen. Und wirklich, wir haben uns da lange drin aufgehalten. Jeder ist so ein bisschen seinen Weg gegangen. Und Ralf hat natürlich fleißig gefilmt. Das könnt ihr ja gleich sehen. Und ich habe mich so ein bisschen ruhig durch die Gegend geschlendert und Ja, Eindrücke aber- auf mich wirken lassen. Aber bei der Fülle von prunkvollen Bildern, Skulpturen. Skulpturen, Altären, man weiß gar nicht, wo man anfangen Ja, soll und wo man ja, aufhören soll. ja, Also man ja. könnte da 4 Stunden filmen, das wäre dann allerdings langweilig, finde ich. Nee, wir wollen Ja, euch auch nicht überfordern und da gibt es mit Sicherheit bessere Filme, wenn man da kultur- und geschichtsinteressiert ist. Wir sind die reinen Touris und Genau. wollen uns einfach mal selbst ein Bild machen und daran lassen wir euch teilhaben. Wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns natürlich. Und ansonsten muss man sich für Geschichts- und
Ja, Kulturinteressierte eben auch kann ja auch anders. eine Anregung sein. Ja, Der eine genau. oder andere sagt vielleicht, boah, das ist mir viel zu viel, da gehe ich überhaupt nicht hin. Der nächste sagt, mein Gott, das muss ich auch mal sehen mit Ja, eigenen Augen. Also ja. bildet euch selbst ein Urteil und ja, genießt die Bilder. So waren wir auch vom Regen geschützt und als wir rauskamen, war wieder besseres Wetter. Genau, So war es mit dem, Petersdom. genau. Okay.
So, jetzt geht's also ins Kolosseum. Ja, gestern hat es ja nicht geklappt. Nee, aber einem der beeindruckendsten Bauwerke natürlich in Rom aus Ja. der Antike. Ja, ist schon ein Riesenteil und auch relativ gut erhalten. Ja, ich war auch sehr überrascht und dachte, weil ich war schon in Nîmes, in Xanten ist ja auch eine Arena Klar. und so. Es sind alles alles Spieldinger da. Puppentheater. Ja, Puppentheater. Aber es ist wirklich ganz beeindruckend. Wie gesagt, reingekommen sind wir dank unserer Karte ja auch ohne Probleme, ohne Anstehen, ohne alles. Es war auch besseres Wetter, was natürlich dann auch toll war. Und es waren zwar auch viele Leute, aber es ist schon so, das verläuft sich alles. Ne? Man Boah. konnte doch immer zu seinen Fotos kommen oder sich das ansehen in Ruhe. Man wurde also nicht geschoben oder gedrängt. Aber trotzdem natürlich, wir sind Teil der ganzen Touristenmaschinerie und sind uns dessen auch bewusst. Aber es war auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir haben bestimmt 1,5, 2 Stunden da drin verbracht. Ja, Ja, ja. ja. Und wir haben noch nicht mal, sag ich mal, das ganz unten, das Innere konnte man auch noch mal. Hätte nochmal extra Äh, irgendwie ähm, gekostet, aber Das haben wir praktisch aus der ersten Empore ganz gut gesehen und das ja. hat uns auch gereicht, wie Ja, gesagt. also der Blick in die Katakomben, das war mir gar nicht so bewusst, dass praktisch es gibt diese Katakomben, ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Auf jeden Fall über den Katakomben hatte man eine Holzkonstruktion, die mit Sand bedeckt war, was die eigentliche Kampfarena war. Und da ist noch so ein Teil rekonstruiert worden, damit man das erkennen kann. Also der ganze Innenraum war ja zu, aber jetzt kann man eben reingucken bis unten ins Kellergewölbe sozusagen. Ja, also man konnte sich das schon irgendwie so ein bisschen vorstellen. Man hat ja auch vielleicht schon mal den einen oder anderen Film gesehen So wie Gladiator oder so. oder Ben-Hur und Ja, der ist da nicht gefahren. aber so in der Art dieses römische, Ja. ne? Und wie gesagt, ich konnte es mir schon vorstellen, in dem Buch, wie gesagt, kam ja auch vor, dass da eben auch wilde Tiere gekämpft hatten und auch Gladiatoren untereinander oder gegen Tiere und kämpfen mussten. Und die Römer haben sehr anspruchsvolles Publikum gehabt und mussten sie ständig mit was Neuem begeistern. Und das kam mir so ein bisschen in den Sinn, als ich dann durch diese tolle Arena gelaufen bin. Ja, da kann man sich die Menschenmassen fast noch vorstellen, die Ja. da seinerzeit gesessen haben. Ne? Ja, deutlich wurde auch, dass so viele Eingänge waren, dass es früher, so hieß es, keine Schlangen gab. Also jeder hatte so seinen bestimmten Bezirk, wo er Platz nehmen sollte. Und so waren, glaube ich, über 50 Ja, ich Eingänge. glaube sogar 80, in der 80 rundum um dieses Kolosseum, wo man Genau. rein konnte. Und jeder strömte dann einfach zu dem Ja. Eingang, wo er wusste, ja, aha, da ist so meine Region. Und das fand ich auch Und je nach ganz Veranstaltung besonders. konnten, glaube ich, zwischen 20 und 40.000 Leute da Platz nehmen. Ja, Ne? also auch wenn man schon. da drin steht, dann weiß man auch, dass das so sein kann. Absolut, Ja. ja. Ja, es war wirklich beeindruckend und Der Besuch hat sich gelohnt und Ja. ich habe mich so gefreut, dass Ralf mit seinen Internetkenntnissen die Karten doch noch bekommen hat, denn gestern war ich doch echt enttäuscht und dachte, oh nein. Aber es hat sich am Ende gelohnt und das Wetter war besser und da haben wir noch mal Glück gehabt, würde ich genau, sagen. dann schaut euch das Ding mal mit uns an. Genau.
Ja, hallo. So, Abschließend Rom. die ewige Stadt. Also, Ja, wir haben auf jeden Fall vor, nochmal wiederzukommen, insbesondere auch, weil wir eine der Hauptsehenswürdigkeiten, was euch bestimmt schon aufgefallen ist, die Sixtinische Kapelle mit ihren wunderbaren Fresko. die haben wir Ja, nicht geschafft. ja, das war, da habe ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut. Und auch angesichts der Leiden und auch der Technik, die Michelangelo da erlebt hat. Naja, aber erzähl mal, wie es gekommen ist. Ja, es sind keine Einzeltickets zu bekommen. Also man müsste Wochen im Vorhinein, glaube ich, buchen. Gruppentickets ist nicht so schwierig, aber Einzeltickets, ich habe es nachher nochmal recherchiert, beziehungsweise bin im Buchungskalender weitergegangen bis in den November hinein. Da hätte ich dann 2 Tickets für einen Einzelbesuch bekommen können. Also da müsst ihr euch frühzeitig drum kümmern, wenn ihr da rein wollt, oder eben einen hohen Preis für eine Gruppenführung bezahlen. Je nachdem. Also kurzer Rombesuch viel Geld oder längerer Rombesuch günstig. Also das liegt in eurem Ermessen. Wir wollten nicht so viel Geld ausgeben. Ja, und wir haben gesagt, ach, das ist doch ein guter Grund, nochmal wiederzukommen und nochmal mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht ein bisschen leichter das Ganze anzugehen, weil die Eindrücke und die ganzen anderen Bedingungen, die man von zu Hause so nicht kennt, wir sind eben keine Großstadtmenschen, also da muss man sich schon ein bisschen einfinden. Und es war auch ermüdend, abends waren wir jedes Mal regelrecht platt. Ja, Rom ist nun mal riesig. Rom hat viel zu bieten, von den Sehenswürdigkeiten über die Geschäfte, über die Restaurants. Also es ist so vielfältig Ja, und und man sollte sich auch immer mal ein Päuschen gönnen und das mal so ein bisschen sacken ja, da lassen. könnten wir einen kleinen Tipp für ein Café geben. Und Ja, zwar in der Nähe der Piazza di Venezia gibt es die Via di Plebiscito. Und das Café Plebiscito, Café Toraldo, ja, ein Cappuccino für 1,70 in Rom ist schon fast ein Wunder. ja, Ja, auch ganz wunderbare Dolce, so kleine Törtchen, also ja. mit Pistazien und alles mögliche, Schoko. Also ein Besuch Also da, lohnt da sich. sind wir öfter Ja, gewesen. genau. Ja, Ja, mit dem Bus von A nach B und Zwischenstation dann da mal. Das war schon sehr schön. ja, sonst Rom, ja, wie gesagt, so eine Stadt kann man in Ein paar 4 Tagen Tagen. oder einer Woche oder 10 Tagen auch nicht ganz erkunden. Also Rom ist Aber immer eine Reise wert. ja, also es Ja, hat meine Erwartungen übertroffen. Einmal von den ganzen Sehenswürdigkeiten und der Gesamtheit der Stadt, dass so viel Antikes und so weiter. Es war also nicht so Bausünden, wie man es bei deutschen Großstädten manchmal so sieht. Und das hat mich wirklich in seinen Bann gezogen und da fand ich eigentlich toll. ja. Die Villa Borgia zum Beispiel haben wir auch nicht gesehen. Nee, Ja. nee. Also es Ist ist auch noch mehr zu Ein sehen, was wir. Riesenpark. Ja, Aber ich habe dann auch gesagt, so jetzt reicht, sonst ist so viel, dass mich das dann auch überfordert. Und wie gesagt, lieber zweimal, dreimal oder öfter, wie man möchte und kann, einen Rombesuch machen. Und dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr von. genau. Aber wir sind ja nicht zum Spaß unterwegs, ne? Nein, wir wollen euch ja Ja, bespaßen. von wegen. Nee. Ja, dann kommt ihr erstmal mit auf die nächste Station. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Ja, langweilig wird's nicht. Ich denke auch. Also,